Well, that's a bit beside the point. Alter! Da hat die Katze auch ganz schön ramponiert. What a mess. I should investigate. Katze, Also. das muss mehr als eine Katze gewesen sein. Vielleicht eine Katze und ein Waschbär, sind wir nicht hier in Amerika? Ja, okay. Also es klang auf jeden Fall nach Katze. Aber davon, dass es Mülltonnen sind, die alle umgestoßen sind, würde ich vermuten Waschbär. Jenny had an instinct for sorting treasure from trash. To the untrained eye, this was just a discarded piece of an old postcard. But to Jenny, it was a mystery waiting to be solved. I should keep my eyes open for any other pieces. Das haben sie aber nicht gesagt, was mit den Mülltonnen passiert ist. The notice board was awash with flyers, personal ads, and the occasional piece of gum. I'm amazed anyone can find anything on here. Fortunately, Jenny had a useful trick to use in a situation like this. Mom always says, a great detective eliminates the noise. Focus on the details, and you'll find clarity in the chaos. Mystische Heilung Gloria. Monatstreffen Sternkundliche Gesellschaft. Lehrbücher zu verkaufen, leicht angeknabbert. Spontan Partyprojekt diesen Dienstag. Katze vermisst, hört auf den Namen Trevor. Ich glaube, Trevor hat die Mülltonnen umgeschmissen. Hold on. What's this? Stadtbenachrichtigung, Ausgangssperre. Extended curfew hours again. Bleiben Sie sicher, bleiben Sie drinnen. 21 Uhr bis zum Sonnenaufgang. Bitte entschuldigen Sie unser Chaos, wenn Ihr Stromnetz verbessern. Während dieser Zeit können kleine Unannehmlichkeiten wie tägliche Stromausfälle 9 auftreten. p.m. to sunrise? That's ridiculous. But necessary. Power outages had become a regular occurrence in town. It was dangerous to be wandering around after dark. It won't be long before we need a permit to go out at all. Oh! Sticker! So kann ich Sticker finden. Sag mir das doch mal eine. Hey, you! Oh, hi there! What are you doing back there? Well, I was pruning. But then I discovered this cerulean bugberry bush. Der Typ ist irgendwie creepy. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht weiß ich, wie sich das Gesicht bewegt, wegen der Stimme. Der ist irgendwie gruselig. Discovered? Er ist Gärtner. Der Gärtner ist immer der Mörder. Actually, this is an incredibly rare bloom. There's nothing rare about Arthurton. I beg to differ. Arthurton has many beautiful and exotic plants. Interessieren wir uns dafür? Schneller! Interesse. Like what? Mushrooms with eyes that glow in the dark. Berries that emit a bioluminescent mist. And flowers with nectar as sticky as superglue. Where? I've never seen any of those things. Well, believe me, they do exist. I've had the pleasure of seeing them up close. That's one of the privileges of working for Dean Strasberry in his greenhouse. Ich bin absolut nicht arrogant. Ich sag dir auch nicht, wie die Pflanzen heißen, weil ich ein Arsch bin. Anyway, I should get back to work. I want everything to be perfect for the Dean's retirement celebration. Du kannst auch ein kleines bisschen weniger begeistert für den Dean sein. Ich meine, deine Arbeit richtig machen zu wollen ist, ja nicht verkehrt, aber...
finde, der ist ein bisschen, sehr begeistert, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Signs and decorations adorned the entire campus. A party to celebrate the dean's impending retirement. Left. Left. I said left, damn it. What part of left are you having trouble with? My left or your left? My left. Moment, ist das nicht einer der Studenten? Das passiert, wenn du Studenten an die Baugeräte lässt. Obviously, I mean my left. Why would I mean your left? So you want me to move it the other way? Yes, nothing would make me happier. If you're not careful, we're gonna have Brown's brains all over the floor. They seem busy. Bitte was? Ich möchte an dieser Stelle mal auf die glorreiche Übersetzung aufmerksam machen. Die sind. Was ist hier los? Die sehen pro Punkt 2 beschäftigt aus. Ist der Übersetzer auf der Tastatur ausgerutscht oder hat er seine Katze übersetzen lassen? Ich bin mir noch nicht sicher. I should probably lead them to it. Hello, Mr. Stroudsbury. How are you today? A jolly gentleman, the dean was often seen shaking hands and kissing babies around town. Geliebter Dekan von Gumbold, jedermanns Ersatzonkel lacht wie der Weihnachtsmann. Oft beim Händeschütteln oder Küsschen geben sehen. Okay. Ersatzonkel. He's also mom's Aha. But more than that, he was her loyal friend. What do you think, Jenny? The dean had dedicated his life to Gumbold. And the townspeople had spared no expense in their tribute to him. Quite a striking resemblance, Mr. Stroudsbury. Ich verstehe auch nicht, warum die Statue den Kopf montiert bekommt, wenn die schon vor Ort ist. Tja. Weil es Vor allem- sonst so einfach wäre. Aber ist es nicht eine Bronzestatue? Gießt du die nicht sowieso einmal? Du machst doch normalerweise ein Modell, machst davon eine Form und machst dann den Abguss da rein. Ja, schlaue Leute machen das. Aber offensichtlich sind die Leute, die an dieser Universität studieren dürfen, alle Idioten. Alter. Was? Das kannst du doch nicht sagen. It's a scary thing, Jenny. Retirement. Great excuse for a party, though. What will you do when you're no longer the dean? I've been trying not to think about it. This place won't be the same without you. Things change. Time marches on, and we must do our best to adapt. It's going to be difficult, but I'm sure we will get through it. What do you mean, we? Do you think they made my belly too big? It's probably just a perspective, Mr. Stroudsbury. You are a clever one, Jenny LeClue. Speaking of which, have you been practicing your detective skills? Have I? Of course, always. Well then, I have a challenge for you. I bet you can't guess what I ate for breakfast. At last, a real challenge for Jenny. A fiendishly difficult puzzle that would take all her wits to solve. Well, okay.
Anything for you, Mr. Strasberry. Oh, how wonderful. But first, I need to ask you a few questions. Oha. Was er zum Frühstück gegessen hat? Ich würde sagen 10 Kilo Omelette, The Dean was a 3 big ganze fan of Schweine moonbeams. und Sehr freundlich. And not just because his son was a die prominent figure on the Get team. Well, Getreideproduktion eines kleineren afrikanischen Landes in Brot. Was? Warum? Und guck dir doch mal die Wampe von dem Typen an, so fett bin nicht mal ich. Oh, freundlich. For the Dean, being covered in plant life was not unusual. His work as a botanist was renowned. looks like you're carrying some extra baggage today, Mr. Strasberry. Well, I do have a lot on my mind. I was referring to your legs. Oh, thank you. I have been doing my daily calisthenics. Schön. No, I mean the sticky stuff on your pants. What? Oh! Hitchhikers. I've been working on a new orchid hybrid in my greenhouse. They're beautiful, but the leaves are quite clingy. I will say, I am looking forward to spending more time in the dirt. The sticky stuff on your trousers. Looks like Latin. Your ring sure looks old. It was made for my grandfather. Das ist die Übersetzung mal wieder großartig. Es ist schon ein Unterschied, ob es ein Urgroßvater oder ein Großvater ist. Es sei denn, wir haben hier mit gesonderten Familiensituationen zu tun, die mit I anfangen. He passed it down to my father, who passed it down to me. And when the time comes, I'll pass it on to my son. The Strasberry family had been champions of education for generations. What does the inscription mean? Knowledge itself is power. The inquisitive spirit is a mighty thing, Jenny, and nothing is as important as the truth. Ich find's fancy, wie er mit seinem Schnurrbart wackelt. Ich sehe, der Chat hat erkannt, worauf ich hinaus wollte. Mein Stammbaum ist ein Kreis. Oh, nicht das blöde Song. Looks like he accidentally put a spoon in his pocket instead of his pen. It's got a coffee stain on it. A thick bundle of note cards poked out of the Dean's pocket. What's he keeping so close to his chest? You've been making a lot of notes, Mr. Strasberg. Oh, I was intending to make a speech on Saturday. Why have you scratched out so much of it? Your mother suggested I keep it short. And quite right. I must have rewritten it 20 times by now. I just can't seem to find the right words. The Dean didn't button his shirt properly. It looks like a bloodstain, but the seeds indicate otherwise. It can't be dandruff. He has no hair. I have a hunch it's powdered sugar. Oh, er hat das amerikanische Äquivalent eines Berliners gegessen. Würde ja auch zu Kaffee passen. Ja.
watch is slow. That's unlike the Dean. He's usually very punctual. Your watch is 45 minutes slow. Is it? Oh my. That explains why there was no cheesecake left in the cafeteria. My head's not screwed on today. Thank goodness you noticed, or I'd be late for my meeting with your mother. Oh, really? She didn't mention anything to me. Oh, well, of course she wouldn't. It's nothing important. Why are you meeting then? Sag Kursarbeit! Sag Kursarbeit! It's just, she's helping me finalize my plans for, Your party? Yes, that's it. My retirement party. Thank you. Danke, Sir. Offensichtlicher hätte es nicht gehen können. Are you okay, Mr. Strasberry? Of course. Now let me just fix my watch before I forget. Now, where were we? So, what do you think, Jenny? Can you guess what I had for breakfast? Sure, Mr. Strasberry. I've got everything I need to solve this mystery. What did the Dean eat for breakfast? Fliege und Hanfknopf, würde ich sagen. Jam on his shirt and powdered sugar on his tie. Ach stimmt, The evidence Berliner points sind ja auch strongly to the Donuts Dean's im breakfast amerikanischen, consisting ne? of one, maybe two donuts. Das sind dann die gefüllten Donuts, ne? Mhm. Ja, What else can I tell about the Dean's morning? zumal ursprünglich Donuts auch gar kein Loch hatten. Dadurch war es allerdings sehr schwierig, sie wirklich gut zu backen. Entweder hatte man in der Mitte halbgares Zeug oder außen übergegart. Hm. Deshalb hat man dann irgendwann angefangen, die Dinger mit Marmelade oder ähnlichen Sachen zu füllen oder halt einfach die Mitte loszuwerden. Interessant. Aber macht man das nicht eigentlich so, dass man die Dinge erst backt und dann füllt? Ich glaube ja, aber Aber jetzt backt man das anders, oder wie? ich habe keine Ahnung. Aber naja, dadurch, dass du halt einen Hohlraum in der Mitte hast, den du füllst, hast du halt nicht das Problem, dass du Teig in der Mitte hast. Aber das macht auch keinen wirklichen Sinn. Aber so wurde es mir im Internet erklärt, also glaube ich das einfach. The Dean had neglected to wind his pocket watch. The act of a distracted man. This resulted in his whole routine being thrown off. Which might explain why he has a spoon in his pocket instead of a pen. You had a donut for breakfast. Yes? I'm guessing... Ich würde sagen Erdbeere, oder? Strawberry. Oder Himbeere. Himbeere. That part was easy. You always have donuts for Du breakfast. bist zu spät, Husti. But something else caught my Ich habe attention. mich bereits für Erdbeere entschieden, war richtig. Oh? I think you have something on your mind, Mr. Strasberry. You are usually a picture of precision and punctuality. But today, there's a spoon in your pocket and your shirt button is undone. My, you really are a LeClue. Your father would be so proud. Thanks. Well, I should be going. I'm meeting your son by the lake. And I'm meeting your mother in the library. What a small world this is. Too small. A perfectly small world with everything in its right place. Who would want to change that? Pardon? Nothing. See you on Saturday. Oh, yes. Passive aggressive, Till danke, you again, Autor. Jenny LeClue. Ich muss sagen, ich finde das echt süß. Ist Ihr Vater wirklich Ihr Vater?
Ich dachte jetzt, dass der Vater vielleicht tot ist, so wie sie gerade über den gesprochen haben. Vielleicht sollte ich mal die Fahrräder untersuchen gehen. Well, that's not creepy at all. In her short time as a detective, Jenny had learned never to ignore a Ich habe ring die of Fahrräder fire. extra nicht genommen, weil ich dachte, dann fahre ich da weg. Dann untersuche ich jetzt erstmal die Fahrräder, bevor wir hier groß weitergehen. Und ignorieren das klingelnde Telefon. Natürlich. Die creepy Person, die einfach das Telefon anruft, während wir daneben stehen, kann auch gleich nochmal anrufen. Stimmt. Okay, das ist nichts. Es war noch so ein Aufkleber oder was auch immer. Hm. Also das Game ist süß, aber die Übersetzung ist zum Teil erste Sahne, muss ich dir sagen. Ja. Hello. Ja, warum sollte... es gibt aber auch keinen Indikator dafür, dass der Direktor der Vater von ihr ist. Also von daher... The dog barks loudest before the dawn. What? CJ, is that you? The dog barks loudest before the dawn. Really? This again? It's me, Jenny. We don't need to do this. I have no idea who you are, and I know no one by that name. The dog barks loudest before the dawn. Fine. Vogel oder Pferd? The early bird Okay. can't catch the lazy worm. Pferd. Du bist immer zu spät. Ja, was kann ich dafür, wenn das Stream so furchtbar laggt? A watched pot feels very self-conscious. Excellent. The evening sky is full of fireflies. The absent-minded goldfish swims into the blender. Ah, Jenny, it is you. Of course it is! I need to meet with you right away. Okay. Where do you want to meet? This place will do. Was ist hier los? Was ist gerade passiert? Everyone in town knew that CJ was mad, even dangerous. Verschwörungstheoretiker, öfters wegen öffentlichen Ärgernisses im Knast, fragwürdiges Verhältnis zur Realität. Alter. Was ist da los? He's not Fragwürdiges dangerous. Verhältnis Just zur doesn't accept things at Realität. face value. Das klingt für mich eher wie nach... Hat jedwedes Verhältnis zur Realität lange aufgegeben. Sure, he's a bit fixated on extraterrestrials, but at least he's passionate about something. CJ and Jenny certainly indulged each other's obsessions. But most of all, CJ treated Jenny like a colleague. And not a little kid. CJ, why did we go through all that if you're right here? Can't be too careful. Are you sure you weren't followed? Who would be following me? Shh. This place is compromised. We don't have long to talk. Now, what did you want to talk to me about? What? You called Then me. stop fucking around and Did I? spell it. Why? Talking to CJ was a bit like navigating a maze. Also ich glaube,
Mit CJ zu reden war ein bisschen wie eine Reise durch ein Labyrinth. Mit verbundenen Augen, an Händen und Füßen gefesselt und high wie Scheiße. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der war auf ein paar Reisen zu viel, wenn du weißt, was ich meine. You had a rough idea of where you were headed, but you couldn't be sure you'd ever get there. Ja, sein Gehirn wurde am Zoll beschlagnahmt. I'll help you figure it out. Oh Gott. I knew he was hiding something. A compass with strange symbols where the cardinal direction should be. Looks broken. Where did you get that compass? Ah, you spotted it. I knew you would. It belonged to my father. He left it to me to find the truth. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Also, da kommt aus einer langen Generation von, Reisenden. You're not gonna find anything with that. Reisenden, Maybe he was wandering all ja. over the place. A bit like you. It's searching For what? for them. It's this town, Jenny. It's Arthur. They're here, among us. And this proves it. Or it could just be broken. Could be. I guess we'll never know. Da ist noch eine Dingens. 2. Is it your birthday, CJ? Birthday? Whose birthday? Also da sind noch insgesamt 2 von diesen Kunstdingern an seinem Körper. Wo hast du genau gesehen? Possibly. Abduction? Almost certainly. Eins steckt in seinem Gürtel, das andere weiter oben an seinem Arm. CJ, the card? Oh, this. It's for you. Impossible shot. Died instantly. No suspects. No human suspects, anyway. Alles Gute zu Geburtstag. Sorry wegen deinem Dad. Ei, ei, ei. Ich glaube, unser Dad ist dead. Da, 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 Thanks, da. CJ. That's, thoughtful. I didn't think you'd remember. I know what it's like to lose something important to you. Triple shred and incinerate that card as soon as possible! It's got my fingerprints all over it! Stopp! Stopp. Da ist... Genau, und eins ist noch an seinem Gürtel. Okay, cool. Ich habe genau in dem Moment Stopp gerufen, als du das Ding gefunden hattest. Ah, leck ist großartig. What's that sticking out of your sock? Ah! That's what I wanted to talk to you about. I intercepted a secret message. Classified intel. It's proof, Jenny. It's happening again. It's time for us to join the fight. This doesn't look like the kind of pamphlet he usually makes.
Die Aliens sind unter uns und sie holen sich eure Haustiere. Bist du bereit, wirst du dem Buch folgen. It's being professionally printed. Could CJ finally be onto something? Moment, es ist professionell gedruckt, was macht er denn sonst? Ich meine, das ist jetzt auch nur rotes Papier mit schwarzer Farbe drauf. Malt er sonst jedes Poster per Hand? Hm. Wer weiß. Aber hier sind keine Aufkleber, die ich mitnehmen kann. Okay. Oh, oh. Oh, it's just part of a cereal box. Tritt noch heute den Space Cadets bei. Wow, heavy supplies. So A cool. cereal box from another space-time continuum? Official. Man, get your official pop blah base and flashlight in just 11 to 15 weeks, just 6 box tops and 20 cent for shipping. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da Flashlight steht und nicht Flashlight. Oh, entschuldige meine Aussprache. Nope. Sorry, aber ein Flashlight ist ein bisschen was anderes. Es tut mir leid, dass ich die Zähne nicht auseinanderkriege. Bist du zufrieden? Oder muss ich jetzt noch auf Knien um Vergebung betteln, dass ich es falsch ausgesprochen habe, weil ich die Zähne nicht auseinanderkriege? Es tut mir leid, okay? Es tut mir leid. In diesem Kontext bitte nicht auf Knien. But why? Why would it just be lying there in the trash? I'm sorry, CJ. There are still great mysteries out there to solve, but this isn't one of them. So what's the plan now? Library. Research. Very important. Very hush-hush. They let you back in? Not yet. Was zur Hölle hat er in der Bibliothek gemacht, dass er da nicht wieder rein darf? Was ist hier los? Rumgeschrien, But I've got this hat now. sich ausgezogen, It wasn't your versucht head that im needed Feuer zu covering. legen. No, for the skies. I know, CJ. What is it this time? More UFOs? Radio wave mind control? A globally connected communication network used exclusively to view pictures of cats? Jenny, you sound crazy. I'm just preparing my defense for the hearing. Is this because you tried to hypnotize Mrs. Brown's prize poodle? Bitte was? No, that was last week. It's because I peed in the water tower. CJ, that's gross. And this is the thanks I get for saving everyone from the control chemicals. Well, I guess I'll see you later then. But CJ was gone. CJ, I know you're standing behind the phone booth. Also ich weiß ja nicht, was du davon hältst, aber vielleicht hat er ja irgendwas mit dem Strom gemacht, weil damit die Aliens uns nicht hypnotisieren zutrauen, würde ich es nach dem Gespräch. Mm, I just watched you walk over there. definitiv. No, I'm not. Okay then, bye. See you later. Hey! Ah! Damn, that's the third time today. Oops. Hi, Jenny. Oh, süßes Outfit, muss ich sagen. job solving that case today. It's really cute, the way that you and your mom work together. I wish I was that close with my parent. Enough chit-chat. Got anything new for me?
Oh, yes. This is the real deal, hot off the press. I haven't had a chance to distribute these yet, so keep them to yourself. Ada and Jenny belonged to one of the oldest societies in Arthurton. An eclectic band of treasure hunters, collectors, creators, and dealers. Together, they were known as Sticker Club. For generations, Gumboldt students had been hiding and finding stickers all over town. Officially, Jenny was too young to join. But she'd found so many stickers on her own that they'd made her an honorary member. Ein Mindestalter, um Sticker zu sammeln. Muss ich mir Sorgen machen, was mit den Stickern ist oder was der Club sonst noch so macht? Naja, Nice crisp edges, naja. rich colors, very tacky. Offiziell nennen sie Sticker, aber I spent all week making these. If only you du spend as much time on weißt, schoolwork, you might not be wie failing man my mom's class. LSD auch konsumieren kann, oder? Die Information ist abgelehnt. Jenny Wir thought sind to hier herself. immer noch live, Mann. It's to celebrate the dean's retirement. Auf Twitch. I'm super sad that he's leaving, but It's a perfect Ja, reason aber to wir buy new sind nicht stickers. nackt, also wird nichts passieren. exactly. Oh, we're going on an epic sticker hunt before the dean's party. You should join us. Even if Jenny had wanted to join them, And I don't. she knew she'd be stuck with her cousin all weekend. Thanks, but I work alone. Oh, okay. See you around, Jenny. Sehr höflich. Sag doch einfach, dass du schon Pläne hast. Statt so eine Kacklüge auszumachen. Tja. So, scheint um Halloween rum zu sein, hä? Hm. Ah. Das ist, wenn man spielt, während man den Chat liest. Was tust du da gerade? Spielen wir nicht, während ich den Chat gelesen habe. Ist hier noch was? Der rote Zettel sieht so verdächtig aus, ne? Ist noch irgendwas? Vielleicht ein Sticker? Siehst du noch was, Basti? Nicht wirklich, aber ich bin auch blind wie nix. Also. Ah, okay. Das ist das Problem. Ich habe den Gegenstand, den ich gefunden habe, noch nicht eingesammelt. Ja. Lake Nowhere, 1 mile. Stop! Perfect. Hold it right there. Ja, ich würde sagen, der ist zu weit rechts von uns aus gesehen. Okay. Let her Ja. go. Vor allem, wie wollten die das Ding befestigen? Das ist einfach nur glatt, das hat keine Vertiefung, das hat keine Schrauben, das hat gar nichts. That was ominous. Was heißt ominös? Es wurde keiner verletzt und das ist halt so, wenn man Studenten so einen Kram machen lässt. Tja. Wo ist der Künstler? Warum ist da nicht mehr Baupersonal? Detective for hire. Jenny had saved up the whole summer to place an ad in the local paper, but no one had answered it.
Until now. What could this new case be? Her imagination ran wild, picturing the possibilities. And so, after helping her mum at Gumboldt College, she hurried to the pier at Lake Nowhere to rendezvous with her new client and crack Alter, wollte sie nicht another die thrilling case. Papers graden? Erst leiert es ihrer Mutter aus dem Rücken und dann macht sie es noch nicht mal.